Execute the guy himself. Teddy. Why would he want to do that? I don't know. What if it was you? Me? Revenge. That's the only thing I couldn't trust anyone else. Revenge? Yeah, certainly a possibility. But there were no past points of contact between the marshal and the courier. That reminds me. The marshal had a picture of his family. What's so special about that? You said all his belongings were unclaimed and set to be disposed of. That's how I was able to get my hands on his badge. Oh, right. Yeah, I'd have to investigate a bit more. Maybe he's estranged from his family for some reason. The electricity that shocked me felt a little different from a stun gun. What do you mean? I never felt the electrodes. When I was hit by a stun gun in training, I remember feeling the electrodes first. I didn't feel anything back there. It was as though the electricity in the air came alive and struck me. This all happened in a split second, right? You sure you aren't, overanalyzing this? Nah. So the DEA was also protecting the courier? Yeah, you could say that. I thought as much. So why didn't you tell me? I wasn't hiding it. Just thought too much information at once might confuse you. Teddy, you've got to be kidding me. I got a gun shoved in my face, thanks to your little omission. Do you know the name of the agent they were using? I can find out, sure. For now, I only know that there are two of them. One is Olivia Jones. She had a gun, so there's no question about her. That leaves one more. You can find them on your own, right? I've already got a solid hunch. Just how in the loop is the BPD anyway? Enough to carry out a joint investigation. Let's leave it at that. But you don't even know the agents' names. That's for their own protection. I don't need to tell you that undercover work is life and death stuff. Who wouldn't want to keep their names hidden, huh? Have you been investigating the link between real blood and the murder cases? Yeah, something caught my attention. Isn't that homicide's job? No, it's all narcotics. Is it related to this case? Maybe in the big picture. But you don't need to worry about that now. Just concentrate on the missing courier. Do you think little Peggy's case is also connected to real blood? Who knows? Listen, David, new cases happen every day. Which cases are connected to each other and how? We spend every waking moment of our lives trying to figure out that stuff. Don't hurry to an answer. The truth isn't gonna run away. If you had a special power, a gift, would you want to change the past? You know, for everything I want to change, there's something else in my past that I couldn't bear to lose. All you can do is accept the past. Move on. But what if it's too hard to accept? Even if you managed to change that one little bit, it wouldn't be enough to change your life. Das war gerade eben echt schön gesagt, muss ich nur mal so schnell reinwerfen. All you can do now is accept the past. That's why you need to find the courier's evidence. That's how you'll resolve your past. And I'll do whatever I can to help you. Okay. Hier ist aber auch immer noch was. Ich werde mich nochmal schnell in der Küche umschauen. Stimmt, ich wollte mich eigentlich noch umziehen. Ich bin so eine verpeilte Person. Können wir hier raus? Ich gehe nicht raus. Okay. Versuch war es ja wert. Ich mache ja trotzdem mal auf, obwohl wir ja hier eigentlich schon alles rausgeholt hatten. Na gut, okay.
Ich würde sagen, bevor wir Frau mit Schere sieht auf Handgelenke, Tränen in den Augen, zitternde Hände, atmet stoßweise. Sitzt an der Tür, sie erstarrt. Fortsetzung folgt. It's okay. There's no problem. Hä? Ich glaube eher doch. So, hier gibt es wieder noch Verbände. Ich glaube, die nehme ich sogar mal. Da ja unsere liebe Amanda es ja so gut mit uns meinte. So. Na. Oh je, das liegt hier ja noch alles rum. Ha. Ich glaube, hier ist wirklich nichts mehr, oder? Wahrscheinlich übersehe ich es auch einfach wieder nur. So, ich würde sagen, ich mache erstmal schnell einen Stopp und ziehe mich mal um. Beziehungsweise ich gucke mal, was es so gibt. Ich glaube eher weniger, dass das für euch interessant sein könnte. Deswegen, ja, mache ich das einfach mal ohne euch. So, nicht wundern, dass wir jetzt hier unten gelandet sind, aber mein PC dachte sich einfach mal so, ja, nö, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich bleibe einfach mal stehen. Deswegen, ich habe alle umgezogen, es ist mir später passiert. Wir sind nur jetzt ins Flugzeug wieder zurückgereist und sind jetzt unter den ganzen Kabinen, unter den Sitzen. Ja. Und jetzt schauen wir uns halt hier um. No sense in looking through other people's luggage. So. Okay. Ich glaube, haben wir jetzt mit Amanda geredet? Also ich weiß, dass wir nicht Looking weiter mit... closely, the differences become quite clear. But she still bears a strong resemblance to little Peggy. Is something the matter? Well, let's just keep moving. Das Blut ist hier immer noch. Sieht es mit den ganzen anderen Sachen aus? Ach stimmt, das haben wir ja. Das ist ja auch nicht mehr. Zum Glück hat es wenigstens ein bisschen oder überhaupt was gespeichert, sonst wäre ich jetzt komplett am Arsch, im Arsch, wie auch immer. Ja. Aber die ist schon fancy, die Unterhose, ne? So, wir nehmen jetzt mal was zu essen. Und weiter geht's. So. Diesmal begehe ich den Fehler nicht. Wir verdichten das Leck mit einem Kaufen. That should do it. Always good to put a lid on dangerous things. So. Gibt es hier noch was? Wir gehen erstmal hier lang. Siegel vom Zoll, ein Ausland. Schenke. Der ist zu, David. Was? Achso. Ja. Expensive tequila. Gut, okay. Was gibt's hier noch? Da hinten sind die Beweise. Okay, hier haben wir nichts. So, dann nehmen wir uns jetzt den da vor. Hier ist genau dasselbe. Deborah, ja. Die verrückte Frau. Von hier ist das hier der Koffer. Das konnte man sich auch gleich schon denken.
gibt. Schokolade aus dem Weißen Haus. Okay, mehr ist hier nicht drin. Gut. Ich würde sagen, jetzt links. Ist hier noch irgendwas? Großes Gehirn. Ach, jetzt sehe ich, was damit gemeint ist. Okay. Aber ansonsten... Hier kann man ja echt... Die Sachen sind hier so gut versteckt. Transportwagen, der Wagen... Der Wagen ist versperrt. Nee, der Weg ist versperrt. So, wir machen mal Platz. Stauraum unter dem Boden für Wartungsarbeiten. Vorräte darin? Good usage of limited space. Zeitschrift. Eigentlich habe ich gar keinen Bock, mir das durchzulesen. Okay, nee, scheint wohl doch nicht ganz so interessant zu sein. Viele der heute illegalen Drogen, darunter Kokain, Heroin, LSD, ja, wurden ursprünglich zur Behandlung schwerer Krankheiten und Leiden eingesetzt. Heroin zum Beispiel wurde einst als Schmerzmittel und LSD als psychotropes Mittel zur Behandlung verschiedener Psychosen verwendet. Es ist außerdem wohl bekannt, dass ein gewisses Erfrischungsgetränk, das Bestandteile von Kokain enthielt, sich vor 100 Jahren großer Beliebtheit erfreute. Was könnte das wohl sein? Ich glaube, ihr wisst, was für ein Getränk hier gut gemeint ist, oder? Es ist allerdings auch bekannt, dass der verantwortungslose Umgang mit diesen Drogen zu lebensbedrohlichen Symptomen und zu schweren Abhängigkeiten führen kann. Und nur eine kleine Auswahl wird heute für medizinische Zwecke genutzt. Wenn gewöhnliche Menschen ohne Expertenwissen diese Substanzen verwenden, kann das selbstverständlich sehr gefährlich werden. Menschen im Griff einer besonders schweren Abhängigkeit können kriminell werden oder Überfälle oder Morde begehen, um ihre nächste Dosis zu finanzieren. Sie sollten also besonders vorsichtig sein, wenn sie mit solchen Menschen umgehen, während sie sie behandeln. Die Medizin macht tatsächlich Fortschritte. Bei einigen Drogen, die in der Vergangenheit zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt wurden, hat man inzwischen unerwartete Nebenwirkungen festgestellt. Wir müssen uns stets daran erinnern, dass starke Medizin auch zu gefährlichen Abhängigkeiten führen kann. Ja. Und das geht schneller, als man denkt. Auch wenn das jetzt vielleicht ein total beschissenes Beispiel ist. Aber habt ihr schon mal davon gehört, dass Nasenspray auch abhängig macht? Ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein starkes medizinisches Mittel. Zumindest zähle ich das jetzt nicht für mich darunter. Aber wenn selbst das schon abhängig macht, dann, ja, sollte man mal wirklich drüber nachdenken, was man denn alles wirklich einnimmt und den Körper hinzufügt, ne? Auch wenn man es mir nicht glaubt, ich nutze total selten Nasenspray. Einfach aus dem Grund, da ich weiß, es hilft mir eigentlich nicht. Es hilft mir wirklich nicht. Und es ist auch nicht unbedingt gesund. Essen. Deswegen, ja. Dafür habe ich schon andere Erfahrungen gemacht mit Sachen, die ich viel zu viel eingenommen habe. Zum Beispiel Schmerzmittel. Ist ja jetzt nicht, dass ich danach süchtig bin, aber es ging einfach nur darum, da ich
bestimmte Probleme habe und da öfters mal welche nehmen muss, finde ich, habe ich selbst schon einfach viel zu viel genommen. Und das ist ja auch überhaupt nicht gut, gerade für die Leber oder für den Darm. Ich bin kein Mediziner, aber für Magen, für irgendwas ist, also irgendwas schadet es auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Gut. Damit wir hier ungeschadet vorbeikommen. That should do it. Always good to put a lid on dangerous things. So, gut, okay. Ich schaue nochmal hier lang. Hier ist echt nichts mehr. Das ist halt ein riesiger Gartenzwerg. Ich traue diesen Gartenzwergen nicht. Habe ich das schon mal gesagt? Nein, ich habe sie erst jetzt gesehen. Die sehen... Alter, warum? Wer zum Teufel nimmt denn so viele Gartenzwerge mit? Was ist das denn? Ich glaube, ich höre mich manchmal echt überheblich an, oder? Ich krieg's gerade selber mit. Hier kommen wir doch niemals durch. Frachtraumtür, Sackgasse. It won't open. Das war mir klar, deswegen. Was fehlt denn? Gehen wir hier mal lang. It's caught on something. I have to free it up somehow. Ah, dann weg mit dieser Schüssel. Ey, cool. Das war gut geworfen. Nee, es kommt mir jetzt jemand entgegen. Ich bin darauf überhaupt nicht Would the vorbereitet. marshal take Antonio Zapatero hostage? I have no idea. You're one to talk anyway. Seems like you'll do just about anything for your investigation. Are you really just a private detective? I'm going after the courier at the request of the BPD. The BPD? Your people asked for the cooperation. I wasn't aware of that. Sorry, I meant will ask. Huh? Ich werde noch eine Mission anmachen. Hier scheint nichts weiter zu sein an Beweisen, ne? Getränke. Ja, speichern tue ich gerne. Ich bin nicht verschlossen. Die Eule? Oh shit! Och nein. It's no good. Can't get it open. Okay, we've got to find the flashlight. Very well. Let's do that. Ja, hier. Found it. The flashlight bulb. Mir fehlt noch was. It won't open. Ups. Scheiße. Ich wollte eigentlich gerade Aufnahmepause machen. Nein, ich wollte nicht die Tür. It won't open. Ach Mann. Hier unten das. Ach, Ausdauer.
Ey, was ist denn das für eine Scheiße? Jetzt mal ernsthaft, ey. Ich erkenne hier selber einen Scheiß. Nee. Found it! This tube must be the body of the flashlight. We found the flashlight, but still no batteries. They might have rolled back behind all the junk in here. Then we'll never find them. Let's look for something we can use instead. Yes, okay. So, gut, wir suchen dann in der nächsten Folge weiter, ne? Oder? Nee, ich mach das jetzt doch noch. Kriege ich jetzt wieder an? Nee. The radio. The radio runs on batteries. Ich hoffe, es speichert jetzt gleich, dann kann ich hoch. Ab ins Bettchen. Quick, let's get out of here. Entschuldigung. Ich muss mich dafür immer entschuldigen. Jetzt sehen wir noch nicht auf. Blut. David. What do you think I am? Your girlfriend? Wie sie ihr Bein wegschleift. Oh, nee. Ha, es hat gespeichert. Gut. Wie viel Blut hier ist. Wir schauen uns dann sowieso nochmal hier um, da drinnen. Das nehme ich mit. Obwohl, wenn ich jetzt eh... Naja, egal. Also in der nächsten Folge schauen wir uns auf jeden Fall erstmal nochmal in diesen dunklen Raum, in the Dark Room, um. Und dann geht's auf die Suche und wir folgen einfach da mal weiter der Blutspur. Ne? Tschüssi!